Was passierte mit dem gefürchteten SS-Obergruppenführer Hans Kammler nach dem Krieg? SS-General und Chef des Geheimwaffenprogrammes Dr. Hans Kammler soll 1945 Selbstmord begangen haben. Er starb auf gleich 17 verschiedene Arten. Überlebte der drittmächtigste Mann des Dritten Reiches den Krieg und waren seine Tode allesamt vorgetäuscht? Nahmen die US-Geheimdienste den Geheimnisträger Kammler in Gefangenschaft und arbeitete er für die US-Regierung im Geheimen weiter? Hat die USA ihren technologischen Fortschritt erlangt, weil sich Hans Kammler mit Hochtechnologie freikaufte? Warum existieren mehrere Zeugenaussagen, dass Kammler nach Kriegsende unbehelligt sich in gleich mehreren Besatzungszonen Deutschlands aufhielt? Warum haben die Amerikaner Geheimdienstberichte, wo Kammler verhört wurde, nach seinem offiziellen Tod? Wie starb SS-Obergruppenführer Hans Kammler wirklich? Die Suche nach dem Chef des Geheimwaffenprogrammes, Dr. Hans Kammler. Die Spur Kammlers führt ins berüchtigte Jonastal bei Arnstadt, das Hochtechnologiezentrum der Nationalsozialisten. Dieser Ort war für die Amerikaner von so großer Bedeutung, dass sie dafür die Einnahme Berlins verwarfen, um hier die Geheimwaffen und Technologien des Dritten Reiches ihr eigen nennen zu können. Zeitzeugenaussagen zufolge hat Hans Kammler zu einem Unternehmer-Ehepaar, welches für den Stollenbau im Jonastal tätig war, freundschaftliche Beziehungen gepflegt. So besuchte Kammler die beiden gerne in ihrem Privathaus, um dort Kaffee zu trinken. Kurz vor Ende des Krieges nahm Kammler den Mann mit in die geheimen unterirdischen Anlagen im Jonastal. Diese Anlagen haben sich gegenüber der bekannten Stollen befunden. Die Ausmaße der Anlagen waren gigantisch und vollständig ausgebaut. Der Unternehmer staunte nicht schlecht, als er sah, was unter dem Jonastal geschaffen wurde. Kurz vor Einnahme der Amerikaner war Kammler das letzte Mal zu Besuch bei dem Ehepaar. Er bat sie, eine Kiste mit persönlichen Dingen für ihn aufzubewahren. Die Eheleute willigten ein und verbrachten die Kiste auf den Dachboden. Danach verabschiedete sich Hans Kammler von den beiden auf ein baldiges Wiedersehen, um seine Kiste abzuholen. Die Amerikaner nahmen den Ort ein. Monate darauf folgten die Sowjets und begannen damit, Leute zu verhören und zu verschleppen. Aus Angst entschloss sich der Unternehmer, Kammlers Kiste auf dem weitläufigen Grundstück zu vergraben. Er öffnete die Kiste und fand neben Uniformteilen und Ausrüstung auch diverse Unterlagen. Schnell erkannte er die Brisanz der Dokumente, Pläne von Stollenanlagen und Bauzeichnungen, von Waffen, Flugzeugen und für ihn unverständliche Bauwerke. Die Unterlagen verbrannte das Paar im Ofen. Die Kiste wurde wie geplant bei Nacht im Garten tief vergraben. Als die Kiste in Vergessenheit geriet, klingelte es eines Tages an der Tür der Eheleute. Die Frau öffnete und vor ihr stand ein Mann in ziviler Kleidung mit der Bitte eintreten zu dürfen. Die Frau traute ihren Augen nicht. Der Mann war Dr. Hans Kammler. Jedoch sah er anders aus, doch seine Stimme war dieselbe. Kammler sagte: »Ich bin's, der Hans. Ist Ihr Mann da?« Schnell holte die Frau ihren Mann und die drei redeten am Esszimmertisch. Nach einem kurzen Gespräch bat Kammler, seine Kiste zu bekommen. Leicht geschockt und ängstlich sagte der Mann, dass er aus Angst vor den Russen die Unterlagen verbrannte und die Kiste vergruben habe. Kammler beruhigte und war sehr verständnisvoll. Kurz darauf verabschiedete sich Kammler von den beiden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Kammler wurde nie wieder im Jonastal gesehen. Wie konnte es sein, dass sich Kammler frei in der sowjetischen Zone bewegen konnte? Und warum erkannten die Eheleute Kammler nicht sofort an seinem Aussehen, da erst etwa 2 Jahre vergangen waren, nach ihrem letzten Treffen? Die Frau sagte aus, dass Kammler ein komplett anderes Aussehen des Gesichtes hatte. Die Stimme erkannte sie allerdings wieder. Hat Kammler sich das Gesicht mit Hilfe plastischer Chirurgie verändern lassen, damit er unerkannt blieb? Und tatsächlich gibt es weitere Aussagen, dass Kammler nach dem Krieg verändert wurde und eine neue Identität bekam. Für einen chirurgischen Eingriff gibt es tatsächlich Indizien. Ich nehme die Spur des einst so wichtigen Generals der gefürchteten SS auf. SS-Obergruppenführer Hans Kammler und seine mehr als 1 Dutzend Tode. Um kaum eine andere Person der Größen des Dritten Reiches gibt es mehr Mythen und Legenden. Vom Geheimwaffenchef und seine Treue zum Dritten Reich und dem Nationalsozialismus. Über den Retter des Nationalsozialismus, der gemeinsam mit dem General der 3. US-Armee, George Patton, Verhandlungen führte, bis hin zum Überläufer, der die deutsche Hochtechnologie als Lebensversicherung nutzte und mit den Amerikanern kollaborierte. Auch seine Tode und Verbleibe im bzw. nach dem Krieg nehmen teilweise groteske Züge an. Doch wie lebte oder starb der einstige drittmächtigste Mann, den das Dritte Reich hervorgebracht hat, wirklich? In dieser Reportage werfen wir einen Blick auf den letzten Aufenthaltsort Hans Kammlers im Zweiten Weltkrieg. Wir verfolgen die Spur des Geheimwaffenchefs durch das Dritte Reich, die Unterlagen, die er stets bei sich trug, und die Mysterien, die ihn umgeben.
Doch ein Umstand stößt besonders hervor. Die Ereignisse wirken wie aus einem schlechten Roman. Doch haben sie sich wirklich so zugetragen? Offiziell wurde Kammlers Tod vom Amtsgericht Charlottenburg bestätigt. Doch gibt es eindeutige Hinweise, dass sich das Gericht auf falsche Tatsachen stützte. Oder waren diese Umstände dem Gericht bekannt und man wollte oder musste durch die US-Amerikaner diktiert das Kapitel Hans Kammler schließen? Die Weltöffentlichkeit verlangte Gerechtigkeit und Größen des Dritten Reiches standen auf gleich mehreren Such- und Todeslisten. Hat man die Weltöffentlichkeit über den Verbleib des einstigen Geheimwaffenchefs belogen, um heimlich von seinem Wissen zu profitieren? Eine wichtige Rolle in dieser Angelegenheit spielt ein normaler Hauptscharführer der SS. Die Rede ist von Kammlers Fahrer und engen Vertrauten Friedrich Baum. Welches Schicksal erlitt sein Fahrer, SS-Hauptscharführer Friedrich Baum, im Mai 1945 in Oberösterreich? Wer war die Person hinter dem Dienstgrad eines normalen Oberfeldwebels? Und warum kommt ihm ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Teil in Kammlers Geschichte zu? Doch wer war der Hauptscharführer Baum? Baum war seit dem 1.6.1933 bei der SS. Seit dem 1.7.1940 war Baum dann bei der Waffen-SS. Baum wurde im gleichen Jahr zum Sturmmann ernannt. Baum meldete sich freiwillig für den Dienst in Kammlers Aufgabenbereich. Baum ist bis zum SS-Hauptscharführer befördert worden. Das ist der Dienstgrad eines Oberfeldwebels. Baum war zuletzt Kraftfahrer beim SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Berlin und der erste Fahrer Kammlers. Baum war nicht nur der persönliche und bevorzugte Fahrer von Kammler, sondern auch ein enger Vertrauter, der über viele geheime Projekte in Kenntnis war. Das Verhältnis zwischen Baum und Kammler kann man als freundschaftlich beschreiben. Doch wie kam es zum Tod von Baum und den mysteriösen Umständen in Österreich? Im Mai 1945 hat SS-General Hans Kammler sich mit seinem Stab in Ebensee befunden. Kammlers Stab war in der Villa Mendelssohn, ein Anwesen in Ebensee. Dort hat der Geheimwaffenchef seine letzte Nacht verbracht, bevor er mit seinem Stab nach Prag verlegte und für immer verschwand. Bevor 1945 Hans Kammler nach Prag gefahren ist, wo er dann angeblich seinen Freitod gewählt haben soll, war das seine letzte Zufluchtsstätte. Also hier hatte er dann nochmal genächtigt und ist dann hier mit seinem Fahrer quasi losgefahren. Fakt ist nur, dieses Haus wurde aus irgendwelchen Gründen dann einfach irgendwann weggerissen und hier war seine letzte Übernachtungsmöglichkeit gewesen. Von hier aus verliert sich dann die Spur oder auch nicht. Kammler hat den Befehl gegeben, den Stab in der Nacht vom 3. auf den 4.5.1945 nach Prag zu verlegen. Alleine dieser Befehl war mehr als unwahrscheinlich, da er militärisch keinen Sinn ergibt. Kammler wusste, dass Prag in den nächsten Tagen durch die Rote Armee erobert werden würde. Oder gehörte dieser Befehl zu Kammlers Plan, um sich abzusetzen, seinen Tod vorzutäuschen und zu flüchten? Einem General wie Kammler war bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt der Krieg verloren und das Ende in wenigen Tagen kommen würde. Eine Flucht wäre auswegslos gewesen. Zudem wäre eine Flucht in ein besetztes Land sehr riskant. Wahrscheinlicher wäre ein Ort im weit entfernten Ausland oder tief im Reich, wo Getreue immer noch verfügbar waren und man lange nach Kapitulation noch Soldaten unter Waffen hätte. Alle Kräfte von Kammlers Stab sollten Marschbereitschaft herstellen und in der Nacht verlegen, um vor feindlichen Luftangriffen halbwegs geschützt zu sein. Kammler hat sich zu diesem Zeitpunkt in Ebensee befunden. Kammler soll bei dieser Verlegung auf eines der Fahrzeuge aufgesessen haben. Doch was geschah in dieser schicksalshaften Kriegsnacht? Am 4. Mai 1945 in der Nähe von St. Georgen an der Gusen soll Kammler und sein Fahrer Hauptscharführer Baum den Konvoi nach Prag verlassen haben. Das Fahrzeug Kammlers soll in einem Hinterhalt geraten sein. Hauptscharführer Baum soll am rechten Knie schwer verwundet worden sein. Hier beginnt die erste Unstimmigkeit im Fall Baum. Die Verwundung. Nach weiteren Aussagen soll Baum am linken Knie eine Verwundung durch ein Projektil erlitten haben. Einer weiteren Aussage nach soll Baum einen Brustschuss erlitten haben. Auch zum Ort des Hinterhaltes kommen gleich mehrere Orte in Betracht. Einmal im Bereich Ebensee, einmal in Prag selbst und dann noch im Umland, um Prag. Hier taucht die nächste Unstimmigkeit auf. Der Verwundungsort. An welchem Datum Baum verwundet wurde, gibt weitere Rätsel auf. Somit zur nächsten Unstimmigkeit. Der Verwundungszeitpunkt.
Das Datum, welches beziffert wird, liegt zwischen dem 4. Mai 1945 und dem 6. Mai 1945. Weitere Erkenntnisse gibt es nicht. Hauptscharführer Baum wurde schwer verwundet und soll in das Lazarett Cumberland nach Gmunden verbracht worden sein. So, hinter mir befindet sich das Schloss Cumberland. Das wurde 1938 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Das war ein Gau-Schulungszentrum oder eine Gau-Schulungsburg. Ab 1940 bis 1945 war es ein Lazarett gewesen. Und hierher wurde auch der Fahrer von Hans Kammler verbracht. Nämlich er lag hier drin und man geht davon aus, dass Hans Kammler selber in diesem Lazarett war und es gibt sogar Hinweise darauf, dass er sich hat hier gesichtschirurgisch so verändern lassen, dass man ihn nicht mehr erkennt, damit er dem Feind nicht in die Hände fällt. Auch die gefallenen Soldaten auf dem Friedhof, die waren alle in diesem Feldlazarett untergebracht und sind dann da an ihren Verletzungen verstorben oder sind natürlich an der Front gefallen und wurden halt hierher überführt. Nach dem Kriege wurde es wieder zivil weiter benutzt und bis 1945 hat dieser Ort großes Grauen erlebt, weil Kriegsverletzungen sind sehr böse Verletzungen. Doch wer hat ihn in das Lazarett gebracht? Die eigenen Truppenteile oder die Amerikaner? Die nächste Unstimmigkeit tritt auf. Der Krankentransport. Auch die Einlieferung selbst wirft Fragen auf. Zu einem soll er durch deutsche Sanitäter in ein deutsches Lazarett gebracht worden sein. Zum anderen soll er von den US-Amerikanern gefangen genommen und in ein amerikanisch geführtes Krankenhaus mit Kriegsgefangenenlager verlegt worden sein. Die nächste Unstimmigkeit tritt auf. Die Einlieferung. Die Einlieferung in Gmunden spricht für einen Hinterhalt näher Ebensee, da Prag einige Stunden von Gmunden entfernt liegt. Warum sollte man einen Hauptscharführer über solch eine weite Distanz bei Kriegsende und den dazugehörigen Wirren und Knappheit an Kräften und Ressourcen, fast 400 Kilometer, in ein Lazarett verbringen? Zudem war das Lazarett Schloss Cumberland heillos überfüllt. Es war eines von 3 Lazaretten der Lazarettstadt Gmunden. 6000 Verwundete haben sich zu diesen Tagen in Gmunden befunden. Diese Version ist mehr als unglaubwürdig. Im Lazarett Cumberland soll Baum kurz nach dem Hinterhalt an den Folgen seiner Verwundung verstorben sein. Hier tritt die nächste Unstimmigkeit auf. Sein Todestag. Als Todesursache wurde eine Kreislaufschwäche aufgrund einer Sepsis eingetragen. Eine Sepsis kann nach wenigen Stunden einsetzen und binnen von 36 Stunden tödlich verlaufen. Spezielle Medikamente gibt es nicht. Antibiotika helfen nur, wenn der Erreger bekannt ist. Dazu muss eine im Labor angelegte Blutkultur veranlasst werden, doch das benötigt viel Zeit, die der Patient meistens nicht hat. Besonders im Krieg fehlen dazu die Mittel. Dieser Teil der Geschichte klingt zumindest glaubwürdig. Oder doch nicht? Das offizielle Todesdatum vom Baum ist der 29. Mai 1945. Doch was hat sich in der Zwischenzeit ereignet? So steht in der Akte: Baum sei am 4.5.1945 durch ein Infanteriegeschoss am rechten Kniegelenk verwundet worden. Baum hat einen Transportgips erhalten. Anschließend war Baum 19 Tage in einem Lazarettzug unterwegs. Diese Version passt nicht zu einer Verwundung im Bereich Österreich, aber auch nicht für eine Verwundung in Prag. Ein Zug mit Verwundeten hätte keine 14 Tage benötigt, um seine Insassen in ein Krankenhaus zu transportieren. Der Krieg war bereits aus. Das Rote Kreuz konnte ungehindert von Feindaktivitäten seine Arbeit verrichten. Zudem war Gmunden überfüllt mit verwundeten Soldaten. Auch der Zielort ist bei dieser Version unglaubwürdig. Baum soll in einem schlechten Allgemeinzustand gewesen sein. Er war benommen. Baum litt unter anderem an einer Allgemeininfektion. Das rechte Kniegelenk sei geschwollen und vereitert. Das Kniegelenk wurde mit Gipsschienen ruhig gestellt. Am 28.05.1945 trat trotz Kreislaufmittel keine Besserung des Patienten ein. Eine fortschreitende Infektion am Unterschenkel, so heißt es. Daraufhin erhielt Baum eine Amputation des rechten Oberschenkels. Baum erhielt Infusionen und Bluttransfusionen. Am 29.05.1945 verstarb Baum an Kreislaufschwäche durch Allgemeininfektion. Jetzt taucht die nächste Unstimmigkeit auf. Baum soll am selben Tag der Einlieferung operiert worden sein.
Und am frühen Morgen des darauf folgenden Tages ist Baum um 4:15 Uhr verstorben. In dem Bericht ist der Transport protokolliert, seine Verwundung und sein Zustand. Sogar ein Befund taucht auf. Bis jetzt passt der Bericht soweit. Am 4.5. verwundet, 19 Tage Transportmacht gemunden. Am 23.05.1945 entstand die Krankenakte und dieser Tag kann als Tag der Einlieferung Baums beziffert werden. Doch werfen wir einen Blick auf den Begriff Arthrotomie. Was bedeutet das und warum ist diese Begrifflichkeit sehr wichtig? Der medizinische Fachbegriff bedeutet die operative Öffnung eines Gelenkes. Baum ist also vor der Amputation operiert worden. Doch eines fehlt, das Datum der Operation ist nicht verzeichnet. Die Amputation ist aber sehr wohl mit Datum versehen. Wichtige Behandlungen sind immer mit Datum aufgezeichnet. Die erste wichtige Unstimmigkeit in dem Dokument. Doch es gibt noch weitere Unstimmigkeiten. Laut Aussagen und Dokumenten verstarb Baum am Folgetag der Einlieferung. Er hätte also am 24. Mai verstorben sein sollen. Doch in dem Bericht ist der Tag des Todes auf den 29. Mai gesetzt. Auch hätte dann die Öffnung des Kniegelenkes nicht stattgefunden oder im Transportzug geschehen müssen. Doch auf dem Transport ist der operative Eingriff nicht verzeichnet. Dieser hat sich im Lazarett Cumberland ereignet. Die 6 undokumentierten Tage im Lazarett im Schloss Cumberland lassen rätseln. Wurde Baum in diesen Tagen von den Agenten des CIC, das dort eine Zentrale hatte, verhört? Bei Einlieferung oder Inhaftierung Baums trug er keine Erkennungsmarke oder Dokumente, die Rückschluss auf seine Identität ziehen lassen könnte. Die nächste Unstimmigkeit tritt auf. Seine Identität. Soldaten tragen immer Erkennungsmarken. Und das medizinische Personal achtet sorgfältig darauf, dass jeder Verwundete seine Marke am Mann hat. Die Erkennungsmarke gibt dem medizinischen Personal wichtige Hinweise. Alter des Patienten und die Blutgruppe. Dies ist besonders bei Schussverletzungen wichtig. Zudem geben Erkennungsmarken Auskunft über die Einheit und Zugehörigkeit des Soldaten. Und im Todesfall kann so der Tod bestätigt, der Soldat als gefallen geführt und seine Angehörigen benachrichtigt werden. Auch gibt es widersprüchliche Dokumente über das Geburtsjahr, Geburtsort und Wohnort. Offensichtlich wusste man nicht, wen genau man vor sich hatte. Kurzum, es gab zu keinem Zeitpunkt Klarheit über die Person, die man als Patienten behandelt hat. Jeder hätte dieser Soldat sein können. Kurz nach Einlieferung in das Krankenhaus und Kriegsgefangenenlager soll Baum verstorben sein. Nach seinem Tod geschahen noch merkwürdigere und unglaublichere Dinge. Die nächsten und gravierendsten Unstimmigkeiten treten auf. Die Obduktion. Der Hauptscharführer soll von einem Kieferchirurgen obduziert worden sein. Warum wird ein Soldat mit einem normalen Dienstgrad nach einer Verwundung mit eindeutiger Todesursache obduziert? Und warum führt die Obduktion ein Kieferchirurg durch? Für solche Unterfangen ist die Pathologie zuständig. Und jedes Krankenhaus hatte dafür eine Abteilung und Spezialisten, doch bei dem SS-Hauptscharführer wich man von der vorgeschriebenen Routine ab. Warum gibt es so viele Unstimmigkeiten in der Akte von Baum? Sind in den Wirren des Krieges und kurz nach dem Krieg einfach viele Fehler passiert? Wohl kaum. Die Deutschen haben immer schon und auch zum Ende des Krieges akribisch und sauber Buch geführt. Natürlich traten Fehler auf, aber nie so viele auf einmal. Hat man hier einfach schlecht und unabgesprochen die Akte und den Verlauf von Baums Verwundung und Behandlung gefälscht? Sollte ein hochintelligenter Mann wie Kammler, der alles berechnete und bis ins kleinste Detail geplant hat, solch viele Ungereinheiten in seinem Plan gehabt haben, oder waren die Vertrauten einfach schlecht in dem, was sie taten? Kammler setzte für einen solchen Plan, wenn es ihn dann gab, bestimmt nur hochqualifiziertes Personal ein. Eine weitere Unstimmigkeit tritt auf. Die Vernehmung Kammlers im Schloss Cumberland. Ein amerikanischer Geheimdienstbericht sagt aus, dass Kammler im Schloss Cumberland verhört wurde. Doch hat man wirklich Kammler gemeint oder ist den Nachrichtendienstlern ein Fehler unterlaufen, da sie die deutsche Sprache fehlinterpretiert haben? Oder lag der Fehler gar darin, dass sie Kammler überhaupt in ihrem Bericht erwähnt haben? Wurde dann von den Vorgesetzten oder der Politik der Fehler korrigiert, indem man behauptete, dass der Agent vor Ort nicht sauber gearbeitet hat? Wurde hier Identitäten vertauscht und Krankenakten gefälscht, um zu vertuschen, dass man Kammler gefangen genommen hat? Oder wurde Kammler sogar am Gesicht operiert, um sein Aussehen zu verändern? Doch wer hat die chirurgischen Eingriffe angewiesen? Kammler selbst oder gar der US-Geheimdienst? Zumindest zu dieser Version spricht viel dafür. Die Amerikaner haben zu Kriegszeiten bereits Kammler als Kriegsverbrecher und Massenmörder auf eine Suchliste gestellt und die Öffentlichkeit über die Verbrechen informiert. Er stand auf der Liste sogar ziemlich weit oben, hatte also Priorität. Die Engländer hatten den Geheimwaffenchef sogar auf einer Todesliste und auch dort tauchte sein Name weit oben auf. Auch die Sowjets haben Kammler auf eine Liste gesetzt,
Sprich, die Alliierten wollten Kammler um jeden Preis haben. Die einen tot, die anderen lebendig, um ihn vor Gericht zu stellen. Die Weltöffentlichkeit wollte die einstigen Größen des Dritten Reiches vor Gericht sehen. Somit haben die USA einen Grund, Kammler unbemerkt zu verhaften, zu verhören und mit ihm einen Deal einzugehen. Das muss natürlich geheim sein, damit die Verbündeten davon nichts wissen und die Weltöffentlichkeit keine unbequemen Fragen stellt. Wenn an die Weltöffentlichkeit gerät, dass die USA einen Kriegsverbrecher als Wissensträger für Geheimwaffen beherbergen und ihn somit vor Strafverfolgung schützen, um von seinem Wissen zu profitieren, hätte man einen handfesten Skandal und das nur wenige Tage nach Kriegsende. Das musste unbedingt vermieden werden, denn das, was Kammler an Wissen hat, wird oft von ranhohen Soldaten und Geheimdienstlern als Schatz bezeichnet. Dementsprechend wichtig wird dieser Mann für die Amerikaner gewesen sein. Noch unglaublicher als die offizielle Geschichte ist die Einlieferung in das Lazarett Cumberland. Schauen wir auf diesen Teil der Geschichte genauer. Dazu muss man wissen, dass die Stadt Gmunden am 6. Mai 1945 an die Amerikaner übergeben wurde. Wie schnell die Amerikaner ein Kriegsgefangenenlager mit geheimdienstlicher Zentrale schufen, ist unklar. Doch sollte diese Prozedur Tage, wenn nicht sogar Wochen beanspruchen. Angeblich soll Baum dort als Kriegsgefangener eingeliefert worden sein, da sich im Schloss Cumberland ein Kriegsgefangenenlager befunden haben soll und dort der US-Geheimdienst CIC, Counterintelligence Corps, Quartier bezogen hat. Wenn man der ersten Version von Baums Ankunft in Gmunden Glauben schenkt, dann müssen die Amerikaner doch am selben Tag dort das Lager errichtet und eine Zentrale für den CIC geschaffen haben. Diese Theorie ist unwahrscheinlich. Wenn Baum erst kurz vor seinem Tod eingeliefert wurde, dann wäre das wahrscheinlicher, dass in Gmunden schon die US-amerikanischen Strukturen herrschten. Wenn der CIC von Baums Ankunft erfahren hätte, dann wäre er direkt von Agenten zu Kammlers Verbleib verhört worden. Die Geheimdienste wussten genau, wer zu Kammlers direkten Umfeld gehörte. Dass Baums Einlieferung unbemerkt blieb, ist unwahrscheinlich. Doch ist jetzt die Obduktion, die angeordnet wurde, denkbar? Wollten die Amerikaner wissen, ob es sich wirklich um Baum handelte und nicht um Kammler selbst? Eine Analyse der Zähne hätte ausgereicht. Somit bleibt die Obduktion immer noch rätselhaft. Oder doch nicht? Betrachten wir die Möglichkeiten, die eine Obduktion mitbringt. Aus geheimdienstlicher Sicht gesehen natürlich. Wenn das Einlieferungsdatum von Baum der Wahrheit entspricht, dann hätte der Beschluss binnen weniger Stunden entschieden werden müssen. Die Rede ist von Kammlers Operation zum Verändern seines Gesichtes. Wenn Baum oder Kammler am 28.05.1945 eingeliefert wurde und am 29.05.1945 bereits der Tod und die resultierende Obduktion festgehalten wurde, um Kammlers Operation geheim zu halten, dann wäre dieser Aufwand nicht so in kurzer Zeit umsetzbar gewesen. Alleine die politische Entscheidung darüber hätte wesentlich länger gedauert. Gehen wir davon aus, dass Kammler früher den Amerikanern in die Hände fiel oder er bereits den ersten Teil seines Deals erfüllt hatte. Die Amerikaner mussten jetzt handeln und haben Baums Verwundung vorgetäuscht, um Kammlers Verbleib geheim zu halten. Der Tod von Baum war auch inszeniert und wurde dazu genutzt, um eine Obduktion durchzuführen, um eine Operation der Gesichtschirurgie zu rechtfertigen. In diesem Plan gibt es einen entscheidenden Fehler. Man hätte die Amputation als Rechtfertigung nutzen können. Oder ist dieser Fehler kein Fehler? Wenn Baum offiziell den Krieg und seine Verwundung überlebt hätte, dann hätte man ihn unzählige Fragen gestellt. Alle Geheimdienste der Sieger, Journalisten und Privatleute hätten vom Baum Angaben zu Kammlers Verbleib gestellt. So hat man Baum kurzerhand auf dem Papier sterben lassen. Eine mögliche Schwachstelle im Plan wäre somit behoben. Die Fachrichtung Kieferchirurgie stützte diese Vermutung. Eine Kiefer- und Gesichtschirurgie wäre dazu in der Lage gewesen. Man hätte also das Gesicht von Kammler chirurgisch verfremden können, sodass er unerkannt bleibt und niemand Fragen stellt. Eine zweite und auch sehr wahrscheinliche Version, die sich zugetragen haben könnte, hält gegen den amerikanischen Komplott. Bevor wir auf Baums Bestattung oder besser gesagt Scheinbestattung einen genauen Blick werfen, beleuchten wir Version 2. Die von Kammler selbst und der Elite des Dritten Reiches beschlossen und durchgeführt wurde, oder besser gesagt, durchgeführt hätte können. Kammler und seine Getreuen täuschten die Verlegung nach Prag vor. Das Fahrzeug mit Baum und Kammler setzte sich aus dem Konvoi in Oberösterreich ab. Das spricht auch für die Zeugenaussagen, dass sie Kammlers Fahrzeug aus den Augen verloren hätten. Daraufhin täuschte man einen Hinterhalt vor und verlegte noch am gleichen Tag, den 4. Mai 1945, nach Gmunden zum Schloss Cumberland in das Lazarett. Dort war bereits alles vorbereitet.
Der Chefarzt und wenige enge Mitarbeiter waren in die Pläne Kammlers eingeweiht. Man hatte bereits die Einlieferung Baums, die Behandlung, die Amputation und die Beerdigung dokumentiert. Dass sich durch die hohe Zahl an verwundeten Soldaten Hektik unter der Belegschaft des Krankenhauses breit gemacht hat, ist verständlich. Das medizinische Personal, darunter Pfleger, Ärzte, aber auch die Verwaltung, hatten alle Hände voll zu tun. Angesichts dieser Tatsache nutzte man die Gunst der Stunde und bereitete einen OP-Raum für Baum vor. Das wurde bekannt gegeben, doch in Wirklichkeit wurde der SS-General Hans Kammler in diesem Raum am Gesicht operiert. Hier passt ebenfalls die Fachrichtung der Kiefer- und Gesichtschirurgie, um sein Gesicht so zu verändern, dass er nicht mehr als Kammler erkannt wird. Zudem wusste kaum jemand im Dritten Reich, wer der Chef des Geheimwaffenprogrammes war. Dieser Zustand kam noch für diesen Plan zugute. Dass Kammler sich eines plastischen Eingriffs unterzog, spricht auch dafür, dass die Zeitzeugen im Jonastal den einst so mächtigen Mann nicht wiedererkannten und erst begriffen, dass sie wirklich Kammler vor sich hatten, als er sprach, da seine Stimme immer noch seine echte Stimme war. Auch weitere Zeugen sprachen von einem veränderten Aussehen Kammlers nach Kriegsende. Doch passt in diesem Plan das Datum der Operation nicht mit dem dokumentierten Datum zusammen. Es kann davon ausgegangen werden, dass man gezielt das echte Datum verschleiern wollte. Wenn der Plan bekannt geworden wäre, dann hätte man nach Kammler mit frischen Gesichtsnarben gesucht. Und nach knapp einem Monat sind die Narben schon weiter ausgeheilt. Zudem fanden tagtäglich unzählige Operationen statt. Eine gute Vertuschung und eine gute falsche Spur. Es ist davon auszugehen, dass der Kreis der Eingeweihten so klein gehalten werden musste, dass man auf seine eigenen Leute als Assistenz zurückgriff. Baum wird mit Sicherheit bei der Operation Kammlers mit im Raum gewesen sein. Nach der Operation trug Kammler einen Gesichtsverband und wurde höchstwahrscheinlich isoliert. Mit Sicherheit hatte er die Identität eines Frontsoldaten zugewiesen bekommen, der mit Kopfschuss eingeliefert wurde. Da Kammler nicht mehr zu erkennen war, stellte er und seine Anwesenheit erstmal kein Problem dar. Als die Stadt kampflos am 6.5.1945 den Amerikanern übergeben wurde, waren die Amerikaner mit 6.000 verwundeten Soldaten beschäftigt. Die Suche nach Kammler, sein Aufenthaltsort, war bis dato den Alliierten unbekannt, war in dieser Stadt zu Anfangs nicht auf der höchsten Priorität. Das medizinische Personal wurde von den Besatzern benötigt und durfte somit weiter den wertvollen Dienst am Patienten verrichten. Wahrscheinlich hat Baum und weitere Getreue Kammlers den Platz des Pflegepersonals eingenommen, um sicherzustellen, dass Kammlers Aufenthalt möglichst in diesem Personenkreis bleibt. Es ist denkbar, dass sogar Friedrich Baum selbst die Eintragung in die Friedhofspapiere über seine eigene Beisetzung veranlasst oder durchgeführt hat. Am 4. oder 5. Mai 1945, bis zum Tag, an dem der SS-Hauptscharführer Friedrich Baum offiziell gestorben ist, hat Kammler seine Wunden im Gesicht halbwegs ausheilen können. Die Papiere über den Verlauf, die Operation, die Obduktion und der Tod des Patienten Baums wurden dann offiziell in die Bücher des Krankenhauses aufgenommen. Bei der angeblichen Bestattung wurde Kammler mit neuer Identität und seinen Getreuen verlegt. Vielleicht wusste man auch nicht, wie schnell Kammler sich von der Operation erholen würde. Man hatte die Verlegung nach seinem genesenen Stand abhängig gemacht. Vielleicht sind deswegen so viele Ungereimtheiten in der Krankenakte von Baum. Vielleicht wurde überhastet reagiert und blinder Aktionismus setzte unter den Eingeweihten ein. Die genauen Umstände werden wohl für immer das Geheimnis des einst so mächtigen Generals der SS und seinen Getreuen bleiben. Er nahm sein geheimes Wissen mit in sein Grab. Denn zum jetzigen Zeitpunkt können wir mit Sicherheit sagen, dass Hans Kammler tot ist. Man darf nicht vergessen, dass die SS ein Eliteverband war, besonders die Waffen-SS. Sie haben sich als eine Art Orden verstanden und geschworen, ihrem Land und dem Führer treu zu dienen. Diese Soldaten fühlten sich mehr als alle anderen verpflichteten Soldaten des Reiches ihrem Eid verbunden. Man hat sie so militärisch erzogen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, auszulesen in unseren Reihen und zu wetteifern an blindem Gehorsam, an bedingungsloser Disziplin. Der einzige Dank, auf den wir stolz sind, ist das Vertrauen des Führers. Sie waren die Elite und die Beschützer des Nationalsozialismus. Mit diesem Selbstverständnis haben diese Männer und Frauen treu ergeben gedient. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass nur wenig bis gar nichts bekannt wurde über die genauen Umstände zum Verbleib ihres Generals. Die Sieger, oder besser gesagt Besatzer, so wurden die Amerikaner nach dem Krieg bei großen Teilen der Deutschen angesehen, erfuhren nur, was sie erfahren sollten. Und somit wurden auch nur diese Versionen, gefiltert durch die amerikanischen Nachrichtendienste, an die Öffentlichkeit weitergegeben. Doch welches Ziel hatte Hans Kammler nach seiner Operation? Dazu später genaueres. Doch der Friedhof
und somit die letzte Ruhestätte des Hauptscharführers Baum sollte Aufschluss geben. Hier ist sein Grab und dieses ist das einzige Greifbare von all diesen Versionen. Das Grab kann alle Versionen entkräften. Oder doch nicht? Doch was mit den sterblichen Überresten Baums dort passiert sein soll, ist ebenfalls mehr als mysteriös. Offiziell heißt es, der Hauptscharführer Baum sei auf dem Friedhof Gmunden, nähe Schloss Kummerland, in Grab 111 eingesetzt worden. So geht es aus den offiziellen Unterlagen hervor. Zumindest sollte der Ort und das Grab Baums Aufschluss über die wirkliche Identität geben. Doch so einfach ist es nicht. Eine andere Eintragung zufolge wurde der Hauptscharführer Baum im Grab 112 bestattet. Dann müssten sich auf dem Friedhof 2 Gräber mit ein und derselben Person befinden. Das klingt unglaublich, doch es ist wirklich wahr. Es gibt 2 Gräber und beide Soldaten tragen den Namen Friedrich Baum. Ein Zufall wohl eher kaum. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit dafür? So, ich bin hier auf einem Friedhof in Österreich an Soldatengräbern aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hier gibt es eine Besonderheit. Wir haben hier einen unbekannten Soldaten, einen deutschen Soldaten, IM Oberfeldwebel Friedrich Baum, gestorben 29.05.45. Und hier haben wir den gefreiten Friedrich Baum, 29.05.45. Das ist das Grab 111 und das ist das Grab 112. Der Oberfeldwebel Friedrich Baum war der Fahrer von Hans Kammler. Und sie kam in einen Hinterhalt bzw. in einen Angriff und dabei wurde der Fahrer von Kammler schwer verwundet, nämlich der Oberfeldwebel Baum. Daraufhin wurde ihm ein Bein amputiert und kurz darauf ist der Herr Baum gestorben. Und man hat ihn hier beigesetzt, neben ihm, dem gefreiten Friedrich Baum, auch am selben Tag gestorben. Jetzt gibt es ein paar Ungereimtheiten zu diesen toten Soldaten. Die Franzosen haben das Grab irgendwann öffnen lassen, wo er ja gelegen haben soll, und haben festgestellt, dass in einem von diesen beiden Gräbern gar keiner drin liegt. Ja, also ein Grab ist leer, trotzdem stehen sie beide nebeneinander. Die deutsche Kriegsgräberfürsorge hat das Grab von dem gefreiten Friedrich Baum öffnen lassen und man hat festgestellt, dass da ein 20-jähriger, Anfang 20-jähriger Mann drin liegt, der aber beide Beine hat. So, und jetzt gehen wilde Spekulationen los, wie das denn zustande kam. Man hat diese ganze Spur tatsächlich mal weiterverfolgt und ist zu ganz spektakulären Theorien gekommen, warum das so ist. Fakt bleibt, man hat das öffnen lassen und man hat gemerkt, Moment mal, da liegt ja überhaupt gar kein Mensch drin. Das ist ja überhaupt keiner, das Grab ist leer. Und bei dem anderen hat man festgestellt, das Alter passt gar nicht zu ihm und die Verwundung passt gar nicht zu ihm. Ja, also das ist schon höchst kurios. Und das ist das Grab 111 und direkt daneben ist die 112 und da ist der gefreite Friedrich Baum drin und hier ist der Oberfeldwebel Friedrich Baum drin. Die nächste Unstimmigkeit tritt auf, die Grabtafeln. Warum ist auf der Grabtafel von Grab 111 zu lesen? Ein unbekannter deutscher Soldat. Darunter befindet sich die Aufschrift IM, was so viel bedeutet wie in Memoriam, zu Deutsch zum Gedenken. Oberfeldwebel Friedrich Baum, am 21.06.1906 geboren und am 19.05. unbekannt ist dieser Soldat nicht, da er mit all seinen Daten dort auftritt. Zudem, warum hat man aus dem Hauptscharführer der SS einen Oberfeldwebel der Wehrmacht gemacht? Warum lässt man den toten Soldaten nicht seinen echten Dienstgrad? Liegt das an seiner Verwendung bei der SS? Auch dieser Grund scheidet aus, da sich weitere gefallene Soldaten der SS auf diesem Friedhof befinden und sie tragen auch weiterhin ihren Dienstgrad der SS. Was wirklich geschah, ist wiederum ein weiteres Mysterium und Regierungen beauftragten Geheimdienste, den Umstand aufzuklären oder zu vertuschen. Im April 1948 ereignete sich in dem beschaulichen Dorf Gmunden seltsame Geschehnisse. Der französische Geheimdienst, begleitet von Soldaten, fuhr in die amerikanische Besatzungszone Österreichs. Ihr Ziel war der Friedhof. Auf dem Friedhof war der Auftrag der Soldaten, ein Grab zu öffnen und den dort befindlichen Leichnam zu sichern. Normalerweise ist bei Exhumierungen ein Amtsarzt zugegen, doch über die Aktion wurde niemand, nicht die Gemeinde und nicht der zuständige medizinische Dienst informiert. Die Soldaten haben an diesem Tag im Jahre 1948 eine Leiche exhumiert und gesichert. Warum die Franzosen diesen Auftrag hatten und wer die Leiche war, bleibt unklar. Offiziell heißt es,
dass es sich um einen französischen Soldaten handeln sollte. Sein Grab trug die Nummer 111, also dieselbe Grabnummer wie Baum. Sollten die Franzosen wirklich in einer unangemeldeten Aktion die Leiche eines französischen Soldaten mit Mannschaftsdienstgrad heimführen? Auch ist es verwunderlich, dass ein französischer Soldat in einem deutschen Lazarett gestorben ist. Wen hatten die Franzosen also zu exhumieren? Diese Frage bleibt erstmal offen. Doch sollte in ein und demselben Grab 2 Soldaten liegen, so ist doch einer der beiden durch die vorangegangene Amputation leicht zu identifizieren. Einer Leiche müsste ja ein Bein fehlen. Im Jahre 1967 öffnete der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, eingetragener Verein, im Rahmen von Nachforschungen über vermisste und unidentifizierte Soldaten 5 Gräber auf dem Friedhof. Unter anderem wurde das Grab des vermeintlichen französischen Soldaten mit der Nummer 111 geöffnet. Doch in dem Grab befand sich eine Leiche. Offiziell sollte das Grab leer sein, da der französische Geheimdienst die Leiche verbracht hatte. Eine Identifizierung der Leiche in Grab 111 ergab, dass es sich um den französischen Soldaten handelte. Dieser konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Auch fehlte der Leiche kein Bein, weder das rechte noch das linke. Wen also haben die Franzosen im Jahre 1948 exhumiert? Und warum haben sie falsche Angaben über das geöffnete Grab und die Identität des Toten gemacht? Es ist schon sehr fraglich, wenn man aus dem deutschen Soldaten einen französischen Soldaten macht, der dann als normaler Soldat von französischem Geheimdienst in seine Heimat überführt wird. Dass an dieser Geschichte etwas nicht stimmt, ist offensichtlich. Der Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge ließ das danebenliegende Grab mit der Nummer 112 öffnen, um einen versehentlichen Irrtum auszuschließen. In dem Grab mit der Nummer 112 soll ein Soldat mit dem Namen Friedrich Baum liegen. Allerdings ein Gefreiter und kein Hauptscharführer oder Oberfeldwebel. Das Grab Nummer 112 war leer. Wie konnte es sein, dass dieses Grab leer ist? So ist doch in den Unterlagen geführt, dass der Gefreite Friedrich Baum dort am 29.05.1945, am gleichen Tag wie der Fahrer des SS-Obergruppenführer Kammlers, seine letzte Ruhe fand. Ein Zufall? Aber wie viele Zufälle sollen sich an diesem schicksalhaften Tag im Jahre 1945 zugetragen haben? 2 verstorbene Soldaten mit ein und denselben Namen. Lediglich Geburtsdatum und Dienstgrad ist unterschiedlich, direkt nebeneinander beerdigt. In dem Öffnungsbericht des Friedhofes und der Stadt ist zu lesen, man schließe einen Irrtum der Franzosen nicht aus. Es sei möglich, dass man den Oberfeldwebel oder besser gesagt den Hauptscharführer Baum exhumiert und nach Frankreich verbracht hat. Sollten die Franzosen wirklich so stümperhaft gearbeitet haben? Wohl kaum. Es spricht eher dafür, dass sie den Verbleib von SS-Obergruppenführer Hans Kammler klären wollten. Es gab Vermutungen, dass nicht sein Fahrer Baum dort beerdigt wurde, sondern Kammler mit falscher Identität. Warum sollte auch sonst der Geheimdienst diese Exhumierung nicht angekündigt und in einer Hauruck-Aktion durchgeführt haben? Alleine diese Tatsache spricht für andere Interessen der Franzosen. Ein weiterer merkwürdiger Punkt ist die Benachrichtigung der Frau von SS-Hauptscharführer Baum. Seine Witwe wusste bereits im Jahre 1945 über den Tod ihres Mannes Bescheid. Offiziell hat die Wehrmachtsauskunftsstelle und das Deutsche Rote Kreuz den Tod Baums der DDR in Erfurt bekannt gegeben. Auch dann konnte man erst die Witwe Baums benachrichtigen. Warum also wusste Baums Frau von dem Tod ihres Mannes Bescheid? War sie auch in den Plan oder besser gesagt Teile des Plans eingeweiht? Oder wurde sie übergangen, da sich ihr Mann seinem Eid so verbunden fühlte, dass er seine Familie nicht mit einbezog? Hat Baum angewiesen, dass seine Frau wenigstens über seinen Tod informiert wird, wenn sie schon nicht wissen dürfe, dass Baum weiterlebe? Was ist mit der Leiche Friedrich Baums passiert? Gab es überhaupt eine Leiche? Der Fall Baum weist 13 Ungereimtheiten auf, die bis heute ungeklärt sind. Hans Kammler ist auf 17 verschiedene Arten umgekommen. Die Personen Kammler und Baum bleiben weiterhin rätselhaft. Es deutet einiges darauf hin, dass beide den Krieg überlebt haben. Doch wo haben sie sich aufgehalten? Haben die Siegermächte, allen voran die Amerikaner, den Chef des Geheimwaffenprogrammes Kammler versteckt und hat Kammler sein Leben mit geheimster Waffentechnologie schützen können? Fakt bleibt, ein Wissensträger wie Kammler war bewusst, dass der Krieg verloren war. Kammler hat sich dementsprechend zu allen Seiten abgesichert. Kammler wusste, dass Dönitz den Krieg schnell beenden würde, um das Leid der Menschen nicht sinnlos weiter in die Länge zu ziehen. Er wusste auch, dass er einer der weltweit meistgesuchtesten Männer ist. Warum wird uns auch Jahrzehnte nach dem Krieg dieser Teil der Geschichte vorenthalten?
Ist das militärische Interesse an der deutschen Technologie so groß, dass die Weltöffentlichkeit weiterhin belogen wird? Warum Kammler nicht an besagter Nacht im Jahre 1945 starb und den Krieg überlebt hat, beweisen nicht zuletzt die Berichte der Amerikaner. Nach diesen Berichten wurde Kammler in den Vereinigten Staaten von Amerika verhört. Hans Kammler hat den Krieg überlebt. Jetzt bleibt nur die Frage, wie hat einer der meistgesuchtesten Männer nach dem Krieg gelebt und wie konnte er das, ohne vor ein Gericht gestellt zu werden, anstellen? Schaltet auch demnächst wieder ein. Wir schauen auf die 17 Tode des Geheimwaffenchefs. Es geht spannend weiter auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.